Worms Info, Delta Mike, November Mike Alpha. Delta Mike, November Mike Alpha, hi. Schön, das eigene Rufzeichen hören, ne? Okay, für mich geht's nach Gießen-Lützelin, Echo Delta Foxtrot Lima. Ja, Delta Mike Alpha, bis zu 24. Voll 24, Mike Alpha. Hallo, Oli. Hallöchen. Hallo, liebe Freunde und Abonnenten. Herzlich willkommen in der Dynamic WT9 an dem letzten Oktobertag, und es ist ein goldener Oktobertag, denn wir haben hier im Südwesten alles Oscar und Charlie, weil wir wissen nicht, wie viele Gelegenheiten werden wir dieses Jahr noch haben zu fliegen. Der Frank hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm nach Gießen-Lützelin fliegen möchte. Dort werden wir dann etwas essen und noch ein bisschen mit unterhalten. Es kommen noch ein paar andere Piloten dazu, auch mit einer Do. Da bin ich auch schon drauf gespannt. Jetzt rollen wir zur Sophie. Ja, heute ist wieder jede Menge los. Jeder nutzt diesen geilen Tag zum Fliegen. Ich ja auch. So, eigentlich will ich hier eine weitere Kamera hier vorne anbringen. Aber mit Saugnapf, also hier vorne, die Haube bei der Dynamic ist eben relativ tief. Deswegen ist die Kamera, glaube ich, ausreichend für einen Blick nach vorne. Ich habe auch wieder die Spornkamera dran. Aber das hier hält einfach nicht, da muss ich mir noch was überlegen. Weil mit dem Saugnapf ist es zu tief und hier vielleicht erlaubt mir der Besitzer, dass ich hier eine GoPro-Halterung festkleben darf. Binker? Schauen wir mal. Die Mike Alpha Folgen startet dann auch. Ja, Delta Mike, November Mike Alpha, Wind 200 Grad, 5 Knoten. Die Mike Alpha, vielleicht die Platz in Richtung Norden. Tschüss, bis später. Delta Mike Alpha, viel Spaß damit. Ciao, ciao. Ciao. Lange Information. Delta Mike November Mike Alpha. Delta Mike November Mike Alpha Langen. Delta Mike November Mike Alpha, eine Dynamic WT9 in Worms gestartet. Jetzt in 2500 Fuß auf dem Flug nach Gießen-Lützelin. Echo Delta Foxtrot Lima, bitte um Verkehrsinformation und die Frage, ob Wiesbaden aktiv ist. Die Kontrollzone Wiesbaden muss ich anrufen, sage ich Ihnen gleich, und Squawk 4451 QNH 1023. Squawk 4451 QNH 1023, Delta Mike Alpha. Das ist doch ein Service von Langen. Rufen die extra bei mir in Wiesbaden an und fragen, ob die aktiv ist. Eigentlich ist Wochenende, sollte nicht aktiv sein, aber ich wollte nochmal sicher gehen. Delta Mike November Mike Alpha. Höre. Wiesbaden nicht aktiv, ich bekomme da keinen an die Strippe. Alles klar, Wiesbaden nicht aktiv, Delta Mike Alpha. So, jede Menge los auf Langen, jeder nutzt das Wetter. Dieser Koblenz landet dann aber nicht. Und heute fällt ganz oft wieder eine Abkürzung. Jeder kennt diese Abkürzung, jeder nutzt diese Abkürzung.
QNH. Habt ihr schon mal gefragt, was QNH eigentlich heißt? Oder was wurde euch beigebracht? Das interessiert mich mal. Was denkt ihr, für was steht die Abkürzung QNH? Schreibt es unten in die Kommentare oder was wurde euch im Unterricht beigebracht? Weil einer Literatur, findet ihr eine Beschreibung, was die Abkürzung QNH bedeutet. So, QNH ist ein Q-Code und wahrscheinlich kennt ihr noch mehrere Q-Codes, die ihr seit der Ausbildung nicht mehr verwendet. Mindestens 5 bis 7 müssten euch da einfallen. Oder wer erinnert sich noch an QDM, QFE, QFF, QDR, QTE, kann man sich mal wieder ins Gedächtnis rufen. Oder für was stehen diese Abkürzungen denn? Ja, und warum gibt es Q-Codes? Q-Codes stammen noch aus der Zeit der Morsetelegrafie, von vor über 100 Jahren. Als man Nachrichten noch kurz halten musste. Weil jeder einzelne Buchstabe musste ja in Morsetelegrafie einzeln übertragen werden. Und da konnte man nicht immer ewig lange Sätze übertragen. Und dann hat man für Standardsätze, die es immer wieder gibt, wie zum Beispiel der aktuelle Luftdruck auf Meeresspiegelhöhe beträgt 1013 Hektopascal, heißt es einfach QNH 1013, kürzer. Und so gab es auch ganz, ganz viele andere Abkürzungen, zum Beispiel über die Lufttemperatur, über den Wind, über den Standort, über die Uhrzeit, über die Ankunft, all solche Dinge. Ja, vor über 100 Jahren haben die britische Marine hat damit angefangen, Q-Codes zu schaffen, um die Kommunikation mit ihren Schiffen zu vereinfachen. Das haben dann auch andere Länder übernommen. Aber dann hat man ganz schnell festgestellt, wir müssen das internationalisieren, damit alle das Gleiche unter dem gleichen Q-Code verwenden. Und die Q-Codes, wie wir sie heute kennen, wurden schon 1912 festgelegt. Von der International Radio Telegraph Convention. Und die Q-Codes wurden nicht irgendwelchen Wörtern zugeordnet, sondern man ist folgendermaßen vorgegangen. Erstmal, man hat den Buchstaben Q gewählt, weil Q bis dahin und seitdem für kein Rufzeichen am Anfang vergeben wurde. Also es gibt kein Flugzeugkennzeichen, das mit einem Q beginnt. Auf der ganzen Welt nicht. Auch kein Schiffkennzeichen. Deswegen hat man dieses Q genommen. Als den zweiten Buchstaben hat man dann aufgeteilt. Die Buchstaben A bis N gehören der Luftfahrt. Die Buchstaben O bis Q gehören der Marine. Die Buchstaben R bis U sonstigen Funkdiensten und die Buchstaben V bis Z dem Militär. Und der dritte Buchstabe wurde auch einfach fortlaufend verwendet für irgendwelche Standards. Mittlerweile gibt es 250 Q-Codes. Kann man gar nicht auswendig kennen, aber ich verlinke mal unten eine Seite, wo wirklich alle 250 gelistet sind, falls man sie sich mal anschauen möchte. So, ich muss hier in 1500 Fuß bleiben, damit ich unter dem Luftraum Charlie von Frankfurt bleibe. Der ist genau über mir der Deckel. Aber da bin ich auch genau die 1000 Fuß über Grund. Ein bisschen mehr als 1000 Fuß über Grund.
Ihr kennt es ja selbst, in der Luftfahrt wird der Q-Code nur noch für ganz wenige Dinge benutzt. Auch in Marine und Militär wird der Q-Code nur noch sehr wenig genutzt. Aber im Amateurfunk, da wird der Q-Code noch sehr häufig verwendet für sehr viele verschiedene Standardsätze. So, sobald ich hier die Autobahn überquere und komme zum Kreuzungspunkt, dann habe ich den Deckel höher, dann kann ich bis 3500 Fuß steigen. Das mache ich auch, damit ich über den Taunus komme. Die Frequenz von Gießen-Lützellinden ist 122,505. Ganz interessant, auch die Tagesschau hat lange Zeit einen Q-Code als Morsecode verwendet. Jedes Mal, kurz bevor der Wetterbericht eingeblendet wurde, ihr wisst das noch mit der Kompassrose, die sich so dreht, hörte man einen Morsecode, Quebec Alpha Mike. Und der kündigt den Wetterbericht an. So, jetzt haben wir hier doch noch ein bisschen Wolken hier, bei 3500 Fuß. Heuer wollte ich auch gar nicht. Cloudsurfing, juhu! Ja, bitte. Juhu! Information. Ui! Landen auch in Trier. Ist ja mit auch heute schon korrekt. Ja, das Wetter da hinten in Gießen ist noch nicht so schön wie bei uns. Die Delta Mike Alpha, bitte verlassene Frequenzberuf von Gießen-Lützellinden. Delta Mike Alpha, Transponder WFA, tschüss. Transponder WFA, ciao, Mike Alpha. Bis Olli. Ciao. Ja, jetzt werde ich schon auf Langen erkannt. Dabei fliege ich doch unterschiedliche Rufzeichen. Aber Leute, wie beim Frank, falls ihr mich auf Langen hört. Es ist nett, ich freue mich drüber, aber gerade wenn es viel los ist, besser nicht reinrufen. Lützellinden Info, Delta Mike, November Mike Alpha. War die Delta Mike Alpha, ja? Die Delta Mike Alpha, eine WT9 aus Norm. Ich bin jetzt 5 Minuten südlich vom Platz in 2700 Fuß zur Landung. Delta Mike Alpha, Piste 07. Piste 07, Delta Mike Alpha und ich nehme den Südplatz runter. Ja, in Lützellinden gibt es eine Nord- und eine Südplatzrunde und eine UL-Platzrunde. Könnte ich mir alles aussuchen, aber die UL-Platzrunde ist sehr sportlich. Mit der T42 vielleicht, aber nicht mit der Dynamic. Ein schönes Wetter in Gießen-Lützellinden, das ist ja alles bewölkt. Ich hoffe, da kommt die Sonne noch raus. Hätte ich auch nicht wegfliegen brauchen, das Worms. Aber laut GAFA soll das noch werden. Konto in... So, da muss ich die Sonnenbrille absetzen. Wind aus. So düster ist das hier.
ja auch Halloween heute, 31. Oktober. So, an der Autobahn entlang ist der rechte Gegenanflug zur 07. Schöner Orientierungspunkt. So, 700 Fuß, da bleiben wir. Reduzieren die Geschwindigkeit. Die Delta Mike Alpha dreht ein, rechter Gegenanflug 07. Delta Mike Alpha. So, der Platz zur rechten. Langsamer werden. So, der Platz selbst auf 756 Fuß. So, 110 km/h, schöne Anflugzeit. Genau. 100.000 Umdrehungen. Leichtes Ding gerade, das gefällt mir das. So, das ist ein ganz kurzer Queranflug und noch ein kurzer Endanflug. Wir legen jetzt mal langsam runter mit der Höhe. So, die 07 hat auch eine versetzte Schwelle. Und die Mike Alpha dreht ein, Endanflug 07. Delta Mike Alpha, Windows Südost 6 Knoten. So, ein bisschen verdreht. Einholen. So, Fahrt passt. Wind kommt auch nicht von der Seite. Winkrate passt. Guck mal hier, Seitenwind. Der Windsack steht ja fast direkt von der Seite, der Wind. 100 km/h. Passt. Ui, 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 ui. Da habe ich nicht rechtzeitig eingedreht, aber trotzdem schön weich gelandet. So, Standby, Klappen rein, Trimmung neutral, Pumpe aus, Licht ab. Nicht über den Acker rollen hier. Oh, okay, Taxi wäre nicht im besten Zustand. Ja, herzlich willkommen in Gießen-Lützellinden. Hier waren wir auch noch nicht. Hier ist die Piste, aufsteigen. Mike Alpha, neben die Sierra Charlie oder hinten neben dem rot-weiß-blauen? Könnt ihr euch aussuchen. Hallo, geh ich gleich hier rechts. So, das war ein sanftes Ausschalten des Rotax. Das geht mit dieser Maschine. Ah ja, herzlich willkommen. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Oh, sie hält noch, sie läuft noch. Anspornkamera. Ja, weil du auch weggegangen bist. Ersten Fanschen schon da. Wurden alle schon mit Aufklebern abgespeist. Aber am wichtigsten ist doch der hier. Ja? Eigentlich sind es meine Fans und der Uli klaut mir meine Leute gerade. Verschwind. Verschwind. Was machst du denn da
der Uli, du, da sehen wir uns nochmal, das ist doch schön. Ja. Das Restaurant oder die Gaststätte macht erst um 17 Uhr auf. Müssen wir uns halt selbst was zum Mittagessen kochen. Mit allem Komfort. So, bis das Wasser warm ist, das dauert eine ganze Weile. Ich brauche einen halber Liter. Ein halber Liter? Oder Käsespätzle. Was gibt's Käsespätzle bei dir? So, Frank, läuft die Kamera? Nett? Doch, meine läuft. Ah, gut, weil ich habe dir was mitgebracht. Ja, dein eigenes Doppelglas. Ey, aber das ist ja angelaufen. Nein, das ist so der Stil. Das ist so ein bisschen Wird es dann klar, wenn ich Alkohol rein? so ein klares. Jetzt ist er nicht zufrieden. Wie ein Doch, Weihnachten. nein, nee, Wie ein Weihnachten. Nein, das wollte ich nicht. Mein eigenes Guck mal, Doppelglas. und für daheim, Ach Gott. aber ein halbtrockener Riesling. Der ist nicht ganz so trocken, das heißt, ein super. Dann machst du das ziehst du immer mit rein. Ich weiß, da wird jetzt wieder kotzen, aber und machst du dir deine Mischung. Geil, danke. So, weil du heute keinen Alkohol trinken darfst, mach mal eine Schorle mit Was ist das? weißer Traubensaft. Ey, ist dein Ernst? Ja, warum nicht? Verrückt, ey. An alles gedacht. Jetzt sieht man unsere Hackfresse im Bei mir Hintergrund. gibt's Käsespätzle. Und da mache ich mir jetzt mal Käsespätzle. Ich wollte eigentlich Krummbeersuppe mitnehmen. Ohne Dampfnudel. Aber das habe ich nicht gekriegt, halt Meier. Mahlzeit. Wie heißt es? Piloten? Der Gaskocher macht nicht ganz so heiß. Naja, Ich hab aber keine Namen trotzdem. gehabt. Ich lasse mich Piloten? Piloten. Die Sonne ist gerade rausgekommen und ich habe heute den Elias kennengelernt. Ja, hallo zusammen. Ja, hi. Und super interessant. Der Elias ist mit einer Do 27 geflogen gekommen. Genau. Ja, super. Corona, das liegt dann ganz gut. Wir sollten gar nicht filtern, wenn sich das. Also wir fliegen ja, aber das muss ja nicht sein, man muss sich ja nicht angreifbar machen, weißt du? So, das war's am Flugplatz Gießen-Lützellinden. Wir satteln jetzt alle wieder die Pferde und reiten nach Haus. Bis zum nächsten Mal. Also sehen wir uns gleich im Flugzeug. Delta Mac Alpha, verlasse die Platz runter Frequenz. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, Rundflug, ciao, ciao. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückflug von Lützellinden nach Worms und wir haben die Jungs vom Segelfluggelände Polheim-Kielweide kennengelernt und die haben noch gebeten, dass wir bei ihnen nochmal einen tiefen Überflug machen sollten. Ja, dann machen wir das doch, weil der ist genau nebendran, neben Gießen-Lützellinden, das Segelfluggelände. Und die Mike Alpha jetzt im Endanflug auf den 08. Mike Alpha verstanden, zurzeit kein weiterer gemeldeter Verkehr, die Drohung ist hinter dir. So, da filmen sie schon die Jungs. Hier in Polheim viel weiter. Und dann geht's jetzt wieder ab. So, die Mike Alpha, die verlässt wieder euren Platz Richtung Süden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, guten Flug, die Oli, danke, tschüss. Ja, das war's also mit dem Besuch beim Flugplatz Gießen-Lützellinden und eben noch dem kleinen Überflug am Segelfluggelände Polheim-Viehweide. Vielleicht fliegen der Frank und ich da ja mal hin und machen den Intourwald oder sowas. Ja, habe ich auch gefreut, den Elias kennenzulernen, der die Do 27 fliegt. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, wir sehen uns auch mal wieder und machen da eine Aktion zusammen. Ja, Flugplatz Gießen-Lützellinden. Schade, dass die Gaststätte erst um 17 Uhr aufmacht. Gibt es kein Mittagessen. Ja, und ansonsten, ja, normaler Flugplatz, kein besonderes Highlight. Okay, wir fliegen jetzt wieder zurück nach Worms. Genießen jetzt noch das jetzt mega geile
goldene Oktoberwetter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr auch bei diesem Video bis Ende dabei geblieben seid. Ciao!